Ja, vielen Dank nochmal an die DPD-Paketzustellerin. Es ist ja unschwer erkennbar. Das Ganze ist zerbrechlich. Ja, aber wie man sieht, ist das hier doppelt verpackt. 2 dicke Kartons, Styropor. Und so hat das Gerät sogar den ersten Härtetest überstanden. Und man kann schon mal dahingehend sagen, wirklich robust. Top. Das ist eine Powerstation, die ich hier zeige, von der Firma Affery. Hatte ich noch nie vorher gehört. Aber das Angebot hörte sich sehr verlockend an und deswegen habe ich das mal getestet. Ja, das ist kein Bierkasten, auch wenn es etwa die Größe hat, sondern eine Powerstation. Wozu braucht man eine Powerstation? Ich habe sie mir schon immer gewünscht. Eigentlich hofft man manchmal, dass man sie nicht braucht, denn es könnte zum Beispiel eine Notstromversorgung sein im Kriegsfall. Ich habe aber gemerkt beim Campen schon, da hatte ich das Problem, dass mir der Ladebooster meines Campers ausgefallen ist und an dem Tag auch kein Solarstrom runterkam. Und da war ich mit meiner normalen Aufbaubatterie im Camper am Abend leer. Und da hätte man sowas gut gebrauchen können. Das sind tatsächlich 2000 Wattstunden, die das Gerät hat. Wiegt dann etwas über 20 Kilo. Aber das ist nicht alles, denn so eine Powerstation ist keine Powerbank. Die kennen ja die meisten von uns. Nur USB-Anschlüsse, sondern eine Powerstation ist praktisch All-in-One. Und vor allen Dingen hat es auch einen Wechselrichter intern. Das heißt, man hat 230 Volt. Und das ist was für viele halt entscheidend ist. Sei es beim Campen, dass man auch notfalls 230 Volt hat und nicht nur einfach 230 Volt. Was bedeutet das? Im Endeffekt sagt das nicht viel, sondern wir brauchen noch eine Leistung. Und dieses Gerät hat eine Leistung von 2400 Watt. Das heißt, ich kann hier wirklich Geräte wie zum Beispiel eine Elektroflex, eine Hilti, was auch immer draußen bedienen und damit eben meine Hütte off-grid richtig schön herstellen. Und das Tolle ist, dass ich kürzlich den Marktführer von Powerstations, EcoFlow, getestet habe und weiß, was der Marktführer kann und weiß, was ein günstigeres Gerät, in dem Fall von Affery, kann. Die Daten, die Leistungsdaten sind aber tatsächlich gleich. 2000 Wattstunden, 2000 Wattstunden. 2400 Watt maximale Leistung, da auch angegeben, aber habe ich tatsächlich getestet, da geht bis zu 3000 Watt, das ist der Unterschied. Aber was heutzutage wichtiger ist, meiner Meinung nach, sind die USB-Anschlüsse. Und da haben wir hier bei Affery 2 USB-Anschlüsse mehr und vor allen Dingen das Wesentliche, wir haben insgesamt 4 USB-C-Anschlüsse und 2 USB-A-Anschlüsse. Ein USB-C-Anschluss, das für diejenigen, die technisch noch nicht darüber informiert sind, das ist ein sogenannter PD-Anschluss. Das heißt, über diesen USB-C-Anschluss kann ich sogar meinen Laptop betreiben. Einfach ohne Netzteil, also ohne das zusätzliche Netzteil, was wir normalerweise 230 Volt anschließen, einfach mit dem USB-C-Stecker vom Laptop, vom Mac Mini da rein und der läuft über diese USB-C-Steckdose, so wie viele andere Geräte inzwischen tatsächlich über den Starkstrom USB-C betrieben werden können. Wir haben natürlich auch noch zusätzlich hier 12 Volt, der klassische Kfz-Stecker. Und was EcoFlow auch nicht hat, diese hier hat nicht nur ganz normal die Anzeige, wie man es kennt, sondern auch ein Licht. Weil was will ich mit einem Gerät in dieser Art, wenn ich eben wirklich draußen unterwegs bin und stehe dann im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln? Hier kann ich direkt Licht anschalten und eben auch entsprechende Anschlüsse zusammensuchen, ohne dass ich erst eine Kopflampe auf. Ein Blackout ist natürlich ein klassisches Anwendungsszenario für eine Powerstation. Aber nicht nur das, die Affery P210 ist auch gleichzeitig ein USV, also die unseren Laptop, unseren Rechner vor Überspannung schützt. Natürlich gibt es zu dieser Powerstation auch eine Smartphone-App. Damit lässt sich nicht nur der Ladezustand überprüfen, sondern man kann auch alle Ausgänge getrennt ein- und ausschalten. Sozusagen ein Fernlichtschalter oder Maschinenschalter, wie man es gerne hätte. Zusätzlich kann man Ladegeräte und Kabel kaufen, damit man auch wirklich eine autarke Stromversorgung hat. Denn was nutzt einem eine noch so große Batterie, wenn man sie nicht unabhängig nachladen kann? Hier hinten haben wir den Input. Natürlich kann ich die Batterie mit 230 Volt laden, also mit dem ganz normalen Netzstrom und mit verschiedenen Anschlüssen über den sogenannten XT90-Stecker. Auch sehr praktisch, hat auch nicht der Marktführer, sind die Kabel direkt hier drin. Bei dem EcoFlow fliegt alles irgendwo rum. Ich habe also einen Kfz-Anschluss, mit dem ich diese Powerstation laden kann. Auch wenn man natürlich bedenken muss, über den Kfz-Anschluss
kommen so 100 bis maximal 150 Watt rüber. Das heißt, eine leere Powerstation dieser Größe würde schon mindestens mal 20 Stunden bis zur Vollladung dauern. Und was kostet das Gerät? Das habe ich mich früher auch mal gefragt und deswegen eben keines bisher gekauft, weil EcoFlow, der Marktführer, der kostet so um die 1100 Euro, 1100 Euro. Und dieses Gerät ist tatsächlich verfügbar für 700 Euro. Das heißt, für das gleiche Geld, wie die EcoFlow kostet, bekomme ich nicht nur die Powerstation, sondern ich bekomme von Aferri auch gleichzeitig noch ein Solarpanel mit 400 Watt dazu. Nicht schlecht. Das zeige ich jetzt in einem folgenden Clip. Ach ja, diese praktische Regen- und Staubschutzhülle gibt es gratis dazu. Nun aber zu dem 400 Watt Solarpanel. Weniger sollten es wirklich nicht sein. Denn selbst bei voller Sonne brauchen wir dann 5 Stunden, um die Powerstation von leer nach voll zu laden. Wie man sieht, faltet man eine praktische transportable Tasche mit allen Kabeln im Nu zu einem riesigen Solarpanel. Der XT90-Stecker lässt sich auch an eine ganze Reihe von anderen Marken anschließen. Es ist Spätnachmittag, Mitte November in Deutschland. Mal sehen, was die Sonne da noch an Energie liefert. Bei heiter bis wolkigem Wetter leider nur 55 Watt. So, jetzt machen wir mal einen Pepsi-Test, wie man so schön sagt. Anschalten und 230 Volt. Das Gerät hat 900 Watt. Ja, das ist ja keine Herausforderung. Daher haben wir gleich 3 Werkzeugmaschinen am Gang. Eine Schlagbohrmaschine, eine Kreissäge und eine Stichsäge. Berücksichtigen muss man den Anlaufstrom, der weit über der Wattzahl liegen kann. Raus. Also ich finde, heutzutage ist diese Kiste ein Muss. Nicht nur wegen den vermeintlichen Kriegsdrohungen, sondern auch, wenn man wirklich draußen im Grünen mal schön ruhig sitzen will. Und das ist natürlich auch der Vorteil von solchen Power Stations, die rein elektrisch arbeiten und anders als diese nervigen Diesel- oder Benzinaggregate, diese Generatoren, die einem halt die Party im wahrsten Sinne des Wortes versauen, weil sie viel zu laut sind. Ich finde es top und ich bin froh, dass ich es habe.